Hallo Leute, heute schauen wir uns bei Pixelgun 3D das Update an, das neue Update. Und schauen mal, ob das auch wirklich eine Revolution ist für Pixelgun 3D oder ob das der absolute Flop ist. Bis gleich, Freunde. Das ist doch nicht so schwer. Einfach auf meinen Channel gehen, INLP, auf Abonnieren klicken, das Glöckchen aktivieren und meine Videos liken und einen Kommentar schreiben, wie toll ich bin. Dankeschön. Freunde, wie schon gesagt, das neue Update von Pixelgun 3D ist draußen. Das Update 21.6.1, zumindest die Version, die ich mir hier gerade anschaue. Vorher erstmal versuche ich hier gerade nochmal ein paar Sachen, ein paar Bauteile zu bekommen, ne, für die Waffen, die ja auch noch rausgekommen sind. Also die Waffen, also die 3 Waffen von der Session, die ja durch auch also mit dem Update, dem neuen Update rausgekommen sind. Die schauen wir uns dann auch in einem anderen Video nochmal an. Jetzt versuche ich hier gerade noch ein paar Bauteile zu bekommen, damit wir dann halt auch demnächst die Waffen haben, dass wir uns die dann auch nochmal anschauen können. Aber das in einem anderen Video. Heute schauen wir uns das Update an. Und ich muss leider sagen, ich würde auch keinem zu nahe treten, wenn jemand da eine andere Meinung hat, aber ich finde das Update total scheiße, wirklich. Ich finde es total kacke aus zwei wichtigen Gründen. Im Bereich Matchmaking, da haben sie einiges geändert, also wie man Pokale bekommt, wie das Turnier aufgebaut ist es einfach komplett verkackt, finde ich, meiner Meinung. Sehen wir aber auch gleich nochmal mit Detail. Jetzt schauen wir uns erstmal die Fakten an, was sich so generell verändert hat. Einerseits haben wir hier ein neues Wettbewerbssystem, das meine ich halt eben, ne? Das Matchmaking-Wettbewerbssystem, das ist einfach, wie schon gesagt, darauf beziehe ich mich gleich noch, auf jeden Fall Ranglisten, Belohnungen, dann halt natürlich die ägyptische Session, die schauen wir uns dann noch später an, ne? Den 3 Waffen, also in einem anderen Video. Irgendwelche Maps oder irgendwas anderes noch dazugekommen und natürlich ganz wichtig, ja, die Lobby, ne, die wurde ein bisschen, ja, ganz wichtig, ist gut, ist zumindest ganz nett, sagen wir es mal so, ja, die Lobby wurde halt verbessert, in den Funktionen, dass es einfach ein bisschen übersichtlicher ist. Ist alles schön und gut, kann man ja machen, aber im Matchmaking, im Turniersystem, die Sachen, die da verändert wurden, die sind einfach nicht geil. Einerseits sind nämlich die Maps, wo man Pokale bekommen kann fürs Turnier, total eingeschränkt. Es gibt nur einen bestimmten Abschnitt, das sind 3 Maps und die ändern sich auch regelmäßig, aber es ist trotzdem nicht geil. Und dann sind die Ladezeiten so lange, bis man mal eine Map joinen kann. Das ist einfach alles nicht geil. Und hier die Ladezeit, es ist einfach lächerlich. Guckt euch das an. Die Revolution. Habt ihr es gesehen? Man kann den Warte-Button verschieben. Das haben die sogar richtig groß angepriesen. Da steht ja sogar drin, Junge, das ist neu. Oder ich natürlich auch Frauen oder Mädchen. Man kann den jetzt bewegen. Ist das nicht cool? Wenn du so lange schon warten musst, und das ist auch wirklich das Nervigste, also das zweitnervigste von dem Update, warum es meiner Meinung nach nicht so geil ist, also um es ehrlich auszudrücken, richtig scheiße. Erster Punkt ist halt, wie schon gesagt, die Wartezeiten sind unglaublich lang. Dann gibt es halt nur bestimmte Maps, ich werde hier schon richtig förmlich. Ne, hast du ja gerade gesehen, das sind diese 3 Maps da, die ändern sich, glaube ich, auch jeden Tag. Aber es sind halt nur diese 3 Maps, auf denen man spielen kann, wenn man Pokale bekommen möchte, um im Turnier aufzusteigen. Und das ist halt eben einfach nicht überzeugend. Also in dem Sinne nicht überzeugend, weil, Alter, vorher konnte man alle Maps spielen, Pokale bekommen und hatte die freie Auswahl. Jetzt musst du dich wirklich auf diese Maps beschränken und du siehst hier ja auch, und hier auch die Wartezeiten sind Ewigkeiten, ne? Hier Ewigkeiten dauert das hier, bis da irgendwann mal was passiert. 5000 Jahre später. Oh, ist es endlich soweit. Und, es ging aber jetzt flott. Ja, aber auch nur, weil ich 10 Minuten rausgekattet habe, ne? Man muss, nachdem ihr habt ja gerade die Lobby nochmal gesehen, man wartet erst noch so lange, nach den 5000 Jahren, und dann muss man auch nochmal warten, bis dann wirklich alle gejoint sind da oder irgendwie akzeptieren klicken und dann kann es erst losgehen, um Puckis zu sammeln. Puckis sage ich hier schon. Ach Gott. Ne, also Pokale hier, die, ne, um das Turnier halt zu machen, um aufzusteigen und so weiter und so fort. Ist halt nicht so. Dauert einfach Ewigkeit. Ne? Und dann hast du diese 3 Modis nur, wo du das, also täglich ändern die sich wohl irgendwie immerhin, ja. Also, dass man sich nicht komplett auf 3 beschränken muss, sondern dass man dann nach einem Tag irgendwann dann auch mal wieder neue hat. Neue Maps, auf denen man spielen kann, um Puckis zu bekommen. Pokale. Und das ist aber trotzdem. Ja, und dann ist das Problem, man ist auch komplett eingeschränkt. Ja, ist ein Thema halt eben, dass man seine ganzen Items, die man so anhat, die irgendwie irgendwelche Bonis geben, die sind meistens ausgeschaltet in den Turnierrunden. Das heißt, man kann nicht hochspringen, man ist total langsam, man hat das Gefühl, man ist so ein Low-Typ auf Level 1 einfach. Jetzt hätte man gerade angefangen, Pixelgun zu spielen. Man hat das Gefühl, warum hat man eigentlich sich fleißig diese ganzen Items erarbeitet,
hochgelevelt, damit man am Ende im Turnier das nicht nutzen kann. Was ist das für einen Sinn macht das? Und hier auch wieder, Ewigkeiten dauert es, bis es lädt, oh Gott, Deutsch war nie mein Weltfach, mein Lieblingsfach. Aber naja, hier ist ein anderer Modi mal, das ist, jetzt hier mal, ja, nennt man es PvP, ja, also 1 gegen 1, wenn man so will. Ist ja auch eigentlich alles Modis, die ich ganz nice finde, aber die Wartezeiten, also gut, beim PvP ging es, bei dem anderen, diesen, ja, nicht PvP, sondern wo dann Teams gegeneinander kämpfen, also PvP nur in Gruppen, wenn man so will. Da geht es auch relativ schnell bei den Wartezeiten, aber so, ich sag mal sowas wie Team Deathmatch oder Deathmatch, je nachdem, was da gerade angeboten wird, irgendwie sowas in der Richtung, da wartest du wirklich Ewigkeiten, da wirklich 5000 Jahre. Und dann kommst du in eine weitere Lobby, wo du nochmal warten musst. Das war ja vorher alles ganz anders. Und es macht dann halt auch keinen Spaß, so lange zu warten. Und dann auch noch eben so stark beschränkt zu sein, dass man so die ganzen Items, die man sich hart erarbeitet hat, nicht nutzen zu können, ja. Also dann irgendwelche Waffen, irgendwelche vorgegebenen Waffen, die du nur verwenden kannst. Das heißt, wenn du nur irgendeine Lieblingswaffe hast und die wird gerade nicht akzeptiert, ja, Pech gehabt, dann musst du irgendeine andere Scheißwaffe nehmen, bist total scheiße damit und hast dann halt irgendwie, ja, ne, ist halt irgendwie das Feeling an Spielerlebnis auch nicht mehr so geil. Gerade das lange Warten dann und dann sowas. Und dann kannst du nicht mal normal springen. Ich meine, ich kann ja verstehen, Fairness, dass jeder halt die gleichen, sag ich mal, Voraussetzungen hat. Aber ich sag mal so, jeder kann sich diese Items erarbeiten und es ist doch gerade die Taktik, sein perfektes Equipment rauszusuchen und darin dann zu skillen, ja, also zu lernen, wie springt man richtig oder wie wendet man, sage ich mal, eine starke Waffe an, hier so eine schwere Waffe, glaube ich, heißen die, oder? Ich kann mich jetzt auch vertun, aber die man dann auf den Boden zielt, damit man halt hochfliegt, ja, das sind ja alles so Taktiken, mit denen man einen Vorteil sich erarbeiten kann. Das sind aber alles Strategien, die man sich, sag ich mal, erlernen muss, erüben muss, ne? Und das ist doch gerade der Reiz der ganzen Geschichte. Und wenn das alles ausgeschaltet ist, gut, okay, wenn natürlich schwere Waffen erlaubt sind, dann kann man das noch machen. Aber ich meine, dass man einen Doppelsprung machen kann und sowas, das Equipment, das ist ja auch alles Timing-Sache und das gehört dazu, finde ich. Und dass das einfach konsequent jetzt einfach rausgenommen wurde, ich hoffe, das ändert sich nochmal irgendwie, dass die da sagen, okay, hey, könnte man vielleicht doch nochmal so machen wie vorher, vor dem Update. Weil sonst ist der Spaßfaktor einfach komplett bei den Turnieren raus. Ich hoffe, die Entwickler ändern das vielleicht doch noch. Und sonst war es das eigentlich auch schon zum Update. Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und nicht vergessen zu abonnieren, du postpubertäre Nachteule.